Das vielleicht größte Geheimnis von allen sind die Pyramiden, die überall in China zu finden sind. Die jahrhundertelang verborgenen chinesischen Pyramiden sind weltweit, auch in China, noch relativ unbekannt. Diese antiken Bauwerke finden sich in den zentralen Ebenen und Wüsten Chinas, vor allem in der Provinz Shaanxi. Dennoch hat die kommunistische Regierung Chinas strenge Verbote für die Ausgrabung und sogar den Besuch dieser antiken Bauwerke verhängt. Den örtlichen Bauern, die in der Nähe der Pyramiden leben, wird empfohlen, Baumgruppen auf die Pyramiden zu pflanzen, um sie zu verbergen. Bei über 200 entdeckten Pyramiden bleiben ihr wahrer Zweck und Ursprung ein völliges Rätsel, das nicht nur durch physische Barrieren, sondern auch durch staatliche Beschränkungen verdeckt wird. Die erste schriftliche Erwähnung dieser Pyramiden im Westen stammt aus dem Jahr 1912, als der Reiseagent Fred Meyer Schroeder über ihre Existenz berichtete und feststellte, dass es dort riesige Pyramiden gibt. Allerdings erlangten diese Bauwerke erst Mitte des 20. Jahrhunderts größere Aufmerksamkeit. Während des Zweiten Weltkriegs flog der amerikanische Pilot James Gaussman über das Gebiet und machte Fotos dieser Bauwerke. Aber erst mit dem Aufkommen von Satellitenbildern konnten wir die wahre Größe und die Anzahl dieser chinesischen Pyramiden verstehen. Ähnlich wie Pyramiden anderswo auf der Welt sind die chinesischen Pyramiden präzise ausgerichtet, wobei ihre Ecken perfekt auf alle Himmelsrichtungen der Erde ausgerichtet sind. Aus astronomischer Sicht weisen sie eine leichte Abweichung vom Sternbild Zwillinge auf, da sie während der Frühlingstag- und Nachtgleiche vor mehreren Jahrtausenden fast genau ausgerichtet waren. Diese leichte Abweichung von 14 Grad kann durch die axiale Präzession der Erde erklärt werden, ein Phänomen, bei dem die Achse des Planeten langsam schwankt und alle 25.700 Jahre einen vollständigen Zyklus durchläuft. Das bedeutet, dass diese Pyramiden Zehntausende Jahre alt sein könnten. Eine weitere unglaubliche Ähnlichkeit und kosmische Ausrichtung lässt sich feststellen, wenn man den Grundriss des Pyramidenkomplexes von Teotihuacan in Mexiko mit dem Pyramidenkomplex von Gizeh in Ägypten und dem Pyramidenkomplex von Xi'an in China vergleicht. Alle drei Standorte sind nahezu gleich aufgebaut und spiegeln das Sternbild des Orion wider. Wie ist das möglich, wenn man bedenkt, dass sich alle drei auf verschiedenen Kontinenten befinden und Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind? Darüber hinaus sind alle drei Pyramidenkomplexe nahezu gerade ausgerichtet und haben die gleiche Ausrichtung. War das nur ein Zufall? Oder steckt hinter dieser Geschichte noch mehr? Die bemerkenswerte Präsenz chinesischer Pyramiden, insbesondere der kolossalen großen Weißen Pyramide im Tal der Provinz Shaanxi, wird von vielen als die größte Pyramide der Welt angesehen. Mit einer Höhe von etwa 300 Metern ist sie doppelt so groß wie die große Pyramide von Gizeh. Das bedeutet, dass für den Bau dieser gigantischen Pyramide nicht weniger als 50 Millionen Tonnen Stein benötigt wurden. Einige haben das zuvor besprochene ausgedehnte Höhlennetz mit den riesigen Pyramiden in der Gegend in Verbindung gebracht. Wie wir bereits besprochen haben, wurde der aus all diesen Höhlen gewonnene Stein nirgendwo in der Gegend gefunden. Diese Situation führt zu Spekulationen darüber, dass die große Menge Stein, die aus diesen Höhlen entnommen wurde, möglicherweise für den Bau der zahlreichen Pyramiden in ganz China, insbesondere der großen Weißen Pyramide, verwendet wurde. Darüber hinaus könnten die riesigen Steine, die aus dem Yangshan-Steinbruch gewonnen wurden, auch für den Bau all dieser Pyramiden verwendet worden sein. Die berühmteste Stätte Chinas, die Terrakotta-Armee, wurde ebenfalls direkt am Rand einer massiven Pyramide errichtet, die noch nicht ausgegraben wurde. Die Terrakotta-Armee wurde 1974 von örtlichen Bauern beim Graben eines Brunnens entdeckt und umfasst mehr als 8000 Soldaten sowie Streitwagen, Pferde, Beamte, Akrobaten, starke Männer und Musiker, jeder mit einzigartigen Gesichtszügen und Ausdrücken, was darauf hindeutet, dass sie echten Individuen nachempfunden waren. Die Figuren sind lebensgroß und ursprünglich bemalt, obwohl im Laufe der Jahrhunderte ein Großteil der Farbe abgeblättert ist. Die Terrakotta-Armee war Teil einer größeren Nekropole, die den Stadtplan der Hauptstadt widerspiegeln sollte und dazu diente, den Kaiser Qin Shi Huangdi im Jenseits zu schützen.
Qin Shi Huang ist der erste Kaiser Chinas, der die Qin-Dynastie gründete. Er war eine monumentale Persönlichkeit in der Geschichte Chinas, bekannt für seine Eroberung, die China vereinte, den Bau der chinesischen Mauer und die Standardisierung des Währungs- und Rechtssystems. Die über 2000 Jahre begrabene Terrakotta-Armee bildet ein riesiges unterirdisches Mausoleum, an dessen Bau über mehrere Jahrzehnte 700.000 Arbeiter und Handwerker beteiligt waren. Der Ort war eine vierschichtige unterirdische Stadt, in deren Zentrum eines der größten Geheimnisse Chinas liegt: der Grabhügel des Kaisers, der aufgrund des hohen Quecksilbergehalts noch nicht ausgegraben wurde. Archäologen glauben, dass sich unter diesem Hügel eine Kammer mit den Überresten von Qin Shi Huang befindet, umgeben von einem kosmischen Miniaturmodell. Es wird angenommen, dass das Grab das Universum nachbildet, wobei die Decke den Nachthimmel darstellt, der mit Perlen als Sternen geschmückt ist, und der Boden die Landschaft Chinas nachahmt, wo fließendes Quecksilber die Flüsse symbolisiert. Wenn man bedenkt, wie faszinierend diese Stätte ist, stellen Sie sich einfach vor, welche Geheimnisse sich in der benachbarten Pyramide verbergen könnten, die höchstwahrscheinlich Tausende von Jahren älter ist als die Terrakotta-Armee selbst. Within the pyramid is a lake of mercury, that there are mechanical devices in there which will fire arrows at you if you go in, that there's a whole story about how intensely protected it is, and up to this day it's not been excavated. Das Geheimnis um die chinesischen Pyramiden reicht weit in die Geschichte zurück, wobei dokumentierte Hinweise auf diese Bauwerke bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückreichen. Bemerkenswert ist, dass ein römischer Jesuit, dessen Beobachtungen in verschiedenen historischen Berichten festgehalten sind, einige der frühesten westlichen Beschreibungen dieser bemerkenswerten Bauwerke verfasst hat. Es war jedoch Joseph de Guigne, ein renommierter französischer Orientalist und Sinologe im 18. Jahrhundert, der mit seiner provokanten Theorie maßgeblich zum Diskurs beitrug. In seiner Veröffentlichung von 1785, ein Essay, in dem wir beweisen, dass die Chinesen eine ägyptische Kolonie sind, postulierte Guigne eine direkte Verbindung zwischen den Chinesen und den alten Ägyptern, die größtenteils auf dem Vorhandensein pyramidenartiger Strukturen in China sowie bestimmter kultureller Merkmale beruhte und sprachliche Ähnlichkeiten, was auf eine mögliche historische Verbindung zwischen den beiden Zivilisationen hinweist. Die architektonischen Merkmale dieser Bauwerke ähneln jedoch nicht nur den Pyramiden in Ägypten, sondern auch denen in Südamerika. In der Nähe von Luoyang, in der Provinz Henan, gibt es eine interessante Stätte namens Guanlin-Tempel. Dieser Ort ist voller Geschichte und Ehrfurcht und vor allem als Grab- und Gedenkstätte für Guan Yu bekannt, einen berühmten General in der Geschichte Chinas. Während der Tempel als Gedenkstätte dient, deuten seine architektonischen Merkmale und das Alter einiger Bauwerke innerhalb des Komplexes auf einen viel älteren Ursprung hin, der möglicherweise vor den allgemein akzeptierten historischen Zeitlinien liegt, die mit dem Tempel in Verbindung gebracht werden. Viele glauben, dass die alten Chinesen dieses Bauwerk als Grabstätte nutzten, genauso wie die alten Ägypter verschiedene Stätten in Ägypten nutzten, obwohl sie nicht ihre wahren Architekten waren, da diese Stätten für ihre Bronzewerkzeuge und ihr Wissen viel zu modern waren. Das Grab des Generals in Jian, Provinz Jilin in China, ist Teil des Goguryeo-Gräberkomplexes. Diese Pyramidenstruktur war höchstwahrscheinlich Tausende von Jahren älter als das Goguryeo-Königreich, das die Pyramide als Grab nutzte, obwohl sie nicht errichtete. Die Pyramidenform des Grabes des Generals repräsentiert einen einzigartigen Architekturstil in Ostasien, der sich von den eher runden Grabhügeln unterscheidet, die man in anderen Teilen Chinas und Koreas häufig findet. Merkwürdigerweise hat diese Pyramide eine breite Basis, die sich nach oben hin verjüngt, sehr ähnlich den mesoamerikanischen Pyramiden, die von Zivilisationen wie den Azteken und Mayas gebaut wurden. Die Ähnlichkeiten sind aus vergleichender Sicht interessant, da angenommen wurde, dass sich ihre Erbauer unabhängig voneinander auf den gegenüberliegenden Seiten der Welt entwickelt haben. Diese Ähnlichkeiten sind nicht nur oberflächlich, sie erstrecken sich auf technische Methoden und die Ausrichtung auf astronomische Ereignisse
sowie das mehrstufige Design, das für viele Pyramidenstrukturen auf der ganzen Welt charakteristisch ist. Die Idee, dass sich solche Architektur- und Ingenieurkonzepte über Kontinente und Kulturen erstrecken könnten, deutet auf einen möglichen Wissensaustausch oder eine gemeinsame architektonische Abstammung hin, die noch vollständig verstanden werden muss. Kurioserweise gibt es auf der ganzen Welt alte Geschichten über mythische Figuren, die unsere Vorfahren besuchten und ihnen modernes Wissen und Technologie vermittelten und so ihre Zivilisation ankurbelten. In der mesopotamischen Mythologie waren die Apkallu 7 Weise, die vom Gott Enki gesandt wurden, um der Menschheit verschiedene Zivilisationskünste beizubringen, darunter Schreiben, Recht, Tempelbau und Landwirtschaft. In mesoamerikanischen Kulturen, insbesondere bei den Azteken und Tolteken, gibt es Quetzalcoatl, einen Vermittler landwirtschaftlicher Kenntnisse, der den Menschen damals die Verwendung von Metallarbeiten, den Kalender und den Maisanbau beibrachte. In der ägyptischen Mythologie gab es Thoth, eine Gottheit, die den Ägyptern Schriften in Form von Hieroglyphen sowie verschiedene andere moderne Kenntnisse schenkte und so ihre Zivilisation erheblich förderte. Viele Forscher wie Graham Hancock glauben, dass diese Wesen Überlebende einer antiken Katastrophe waren, die die fortgeschrittene Zivilisation zerstörte, die all diese riesigen Megalith-Denkmäler auf der ganzen Welt errichtete. Diese Überlebenden verbreiteten sich dann über die ganze Welt und gaben ihr Wissen an die primitiven Jäger- und Sammlergesellschaften weiter. Interessanterweise finden wir in der chinesischen Mythologie eine ähnliche Figur. Der gelbe Kaiser Wang Di ist eine mythische Figur in der chinesischen Geschichte, die oft als Stammvater der chinesischen Zivilisation angesehen wird. Seine Beiträge zum Gefüge der chinesischen Kultur sind immens und reichen von der Schaffung der traditionellen chinesischen Medizin, einschließlich Akupunktur, bis zur Einführung von Holzhäusern, Pfeil und Bogen, Bronzemünzen und einer Schriftsprache. Das Wissen und die Technologien, die er den Menschen damals vermittelte, waren so enorm, dass er als Begründer der chinesischen Zivilisation bekannt wurde. Wenn man den gelben Kaiser mit anderen Zivilisationsbringern auf der ganzen Welt vergleicht, kann man ein Muster erkennen, bei dem diesen Figuren oft zugeschrieben wird, dass sie entscheidende Fortschritte für die Gesellschaft herbeigeführt haben. All dies würde im Wesentlichen bedeuten, dass die fortschrittlichen Megastrukturen, die überall in China zu finden sind, Werke einer viel älteren Zivilisation waren. Eine Zivilisation, die im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und in unseren Geschichtsbüchern fehlt. Eine der umstrittensten Entdeckungen in China sind die sogenannten Baigong-Pfeifen. Das Rätsel um die geheimnisvollen Rohre des Mount Baigong bleibt eines der ungelösten Rätsel des letzten Jahrhunderts. Im Jahr 1996 fand eine Forschungsexpedition etwa 2 Dutzend Rohre mit Durchmessern zwischen 2 bis 40 Zentimetern, eingebettet in Felsformationen, was auf eine komplizierte, von Menschenhand geschaffene Struktur schließen lässt. Diese verwirrenden Objekte haben in den Medien große Aufmerksamkeit erregt, müssen jedoch noch einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen werden. Es gibt zahlreiche vielfältige Theorien über ihren Ursprung. Die Vorschläge reichen von einem alten Wassersystem bis hin zu einem fortschrittlichen Seeentwässerungsmechanismus. Die chemische Analyse der Rohre gab einen hohen Gehalt an Eisenoxid sowie erhebliche Mengen an Siliziumdioxid und Calciumoxid. Bemerkenswerterweise wurde das Alter der Artefakte auf über 5000 Jahre geschätzt, also vor dem bekannten Aufkommen der Eisenverhüttung in China. Öffentliche Informationen über die Baigong-Pfeifen wurden im Juni 2002 bekannt, als eine chinesische Zeitung einen Artikel veröffentlichte, in dem behauptet wurde, die Entdeckung könne den gesamten Narrativ der Menschheitsgeschichte infrage stellen. Daraufhin wurden die Rohre in anderen Publikationen als Überbleibsel technologisch fortschrittlicher Bauwerke sensationell dargestellt und erregten damit öffentliches Interesse. Bei einer Suche nach Dinosaurierfossilien in der Nähe des Mount Baigong stieß eine Gruppe amerikanischer Wissenschaftler auf mehrere Höhlen, die noch seltsamere Objekte enthielten. Darunter befanden sich 2 rostige Eisenrohre mit einem Durchmesser von etwa 40 Zentimetern. Ein Rohr schien sich vom Gipfel des Berges in die Höhle zu erstrecken, während das andere vom Boden der Höhle abstieg,
was darauf hindeutet, dass es sich um einen Teil eines alten Systems oder Mechanismus handelte. Von den 3 identifizierten Höhlen waren 2 eingestürzt, sodass ihr Inhalt nicht mehr sichtbar war. Bei späteren Untersuchungen in der Gegend fand man weitere 12 Rohre mit einem Durchmesser zwischen 2 und 5 Zentimetern, was auf ein komplexes, ausgedehntes Netzwerk schließen lässt. Beobachter haben festgestellt, dass die Rohre komplex miteinander verbunden sind, was darauf hindeutet, dass ihre Schöpfer über eine hochentwickelte Technologie verfügten. Diese Rohre wurden in der Nähe des Tucson-Sees gefunden, etwa 80 Meter vom Berg Baigong entfernt. Die Größe reichte von einigen Zentimetern bis zu einigen Millimetern, ähnlich einem Zahnstocher. Einige dieser Rohre waren im Grund des Sees eingebettet oder ragten über die Oberfläche hinaus. Trotz ihrer Entdeckung wurden sie noch keiner nennenswerten wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen und werden selten in akademischen Kreisen erwähnt. Zu den Vermutungen gehört die Vorstellung, dass die Rohre Teil eines alten Wassermanagementsystems sind, das möglicherweise mit einer pyramidenähnlichen Struktur verbunden ist, die vermutlich 50 bis 60 Meter hoch auf dem Berg gestanden hat und dreieckige Schächte aufweist und Brunnen, die an den Seiten herabführen. Es wird angenommen, dass diese hypothetische Pyramide das Wasser aus dem Tucson-See durch ein komplexes Rohrnetz geleitet hat. Eine ernsthafte Diskussion über die Herkunft der Baigong-Pfeifen erfordert eine detaillierte chemische Untersuchung. Einer der wenigen, der eine solche Analyse durchführte, ist der chinesische Wissenschaftler Liu Shaolin, der herausfand, dass die Rohre hauptsächlich aus Eisenoxiden, Calcium und Silizium bestehen, wobei 8% der Materialien unbekannt waren. Lius Forschung legt nahe, dass es sich bei den Rohren um Kalzitformationen oder Pseudomorphosen handeln könnte, bei denen Mineralien im Laufe der Zeit organisches Material wie Holzwurzeln ersetzen, ähnlich dem Fossilisierungsprozess. Diese Theorie wird durch Atomspektroskopiestudien aus dem Jahr 2003 gestützt, bei denen organische Verbindungen und Wachstumsringe nachgewiesen wurden, was darauf hindeutet, dass es sich bei den Rohren um natürliche Formationen und nicht um Artefakte fortschrittlicher Technologie handelt. Trotz dieser Erkenntnisse verschärfte sich das Rätsel, als das chinesische Seismologische Büro im Jahr 2007 erhebliche Radioaktivität in einigen Rohren meldete, was eine weitere Ebene des Geheimnisses darstellte. Wenn es sich bei den Rohren tatsächlich um natürliche Formationen handelt, warum sollten sie dann radioaktive Eigenschaften haben? Die Geschichte der Baigong-Pfeifen ist noch nicht vollständig erzählt. Ihre genaue Natur und Herkunft müssen noch weiter erforscht und wissenschaftlich untersucht werden. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass es sich bei den sogenannten Röhren tatsächlich nur um natürliche Formationen handelt, die von umgestürzten alten Bäumen entstanden sind und verkalkt und versteinert wurden, wissen wir dennoch mit Sicherheit, dass der Yangshan-Steinbruch mit seinem gigantischen Steinblock, die Höhlennetze, die mit moderner Technologie gemeißelt wurden, und all die Hunderte von Pyramiden, die in ganz China verstreut sind, allesamt von Menschenhand erbaut wurden. Diese Megastrukturen allein reichen aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass es tatsächlich eine fortgeschrittene antike Zivilisation gab, die im heutigen China ansässig war. Wer diese Zivilisation war, bleibt immer noch ein Rätsel. Wenn Sie in eine Reise voller fortschrittlicher, verlorener Technologie und anspruchsvoller Megastrukturen eintauchen möchten, können Sie sich gern unsere 2-stündige Dokumentation über präägyptische Artefakte und Technologien ansehen, in der wir mehrere Orte und Stücke erkunden, von denen wir glauben, dass sie von einer Zivilisation geschaffen wurden, die noch hochentwickelter war als die Dynastie der Ägypter. Der Link befindet sich im oben angepinnten Kommentar.